In our last presentation, In unserer letzten Präsentation we were looking at the waters drying up, haben wir uns angeschaut, wie diese Wasser versiegen. and we read from Genesis chapter 8. Und wir haben aus 1. Buch Mose Kapitel 8 gelesen. And we saw that on the first day of the first month, Und wir haben gesehen, dass am ersten Tag des ersten Monats, at the flood, the waters were dried up. dass bei der Flut die Wasser versiegt sind. Then we took that idea about the waters drying up, Und dann haben wir diese Idee, dass dieses Wasser versiegt, genommen. and we took that phrase and we went to Jeremiah chapter 15. Und wir haben diesen Satz genommen und sind nach Jeremia Kapitel 15 gegangen. And in verses 16 to 18 of that chapter, Und in Versen 16 bis 18 in diesem Kapitel, we saw quite a few truths that came out. da haben wir einige Wahrheiten gesehen, die dadurch hervorgestochen sind. And we looked at Revelation chapter 10, Und wir haben auch Offenbarung 10 uns angesehen, Revelation chapter 2, Offenbarung 2 and Habakkuk chapter 2. und Habakkuk Kapitel 2. We're now going to look at Exodus chapter 17, Jetzt möchten wir zum zweiten Buch Mose Kapitel 17 gehen. and we want to again carry on this theme or this idea of these waters drying up. Und wir möchten auch noch im Hintergrund behalten oder weiterführen und uns anschauen, wie diese Wasser versiegen. So we're going to read from Exodus chapter 17, starting at verse 1. Also wir werden jetzt hier im zweiten Buch Mose Kapitel 17 lesen und wir fangen im ersten Vers an. And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys, according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. If you drop down to verse 7, Und jetzt gehen wir zum Vers 7. and he called the name of the place Massah and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meribah wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Now, one of the principles that you've seen that we use Also eins der Prinzipien, was ihr schon gesehen habt, das wir anwenden, is that when we see the names of people or places, dass wenn wir den Namen von verschiedenen Orten oder Menschen sehen, we find that we can glean truth from those names. dann sehen wir, dass wir aus diesen Namen Wahrheiten herausnehmen können. Virtually all the names in the Bible, if not all of them, Fast alle oder wenn nicht sogar alle Namen in der Bibel have a meaning. haben eine Bedeutung. So when we see verses, Also wenn wir jetzt Verse sehen, such as the one that we're just reading, so wie diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, if we go back into the Hebrew and see the definition of these names, wenn wir jetzt in das Hebräische gehen und uns diese Bedeutung dieses Namens ansehen, we can learn further truth about what this passage is trying to teach us. dann können wir noch mehr Wahrheiten darüber lernen, was dieser Vers uns versucht beizubringen. So from Genesis chapter 8, we saw the first day of the first month that the waters dried up. Also von 1. Buch Mose, Kapitel 8, haben wir gelernt, dass die Wasser versiegen oder wegtrocknen. And you're familiar with this passage in Exodus chapter 17. Und ihr seid auch bekannt mit der Geschichte aus 2. Buch Mose, Kapitel 17. This is the beginning of the 40-year wandering, Das ist der Anfang der Wanderung der 40 Jahre. just before they've received the Ten Commandments. Kurz zuvor, das war nur kurz zuvor, sie die 10 Gebote erhalten haben. And they come to a place called Rephidim. Und sie kommen zu einem Ort, der Rephidim heißt. Now, even though this does not say the first day of the first month in this passage, Und auch wenn es hier jetzt nicht heißt, dass es am ersten Tag des ersten Monats war, I want you to understand the link that we're making between this chapter, this verse, and in Genesis chapter 8. da möchte ich trotzdem, dass ihr seht, diese Verbindung, die wir hier herstellen zwischen diesem Vers und 1. Mose Kapitel 8. We're linking them by this concept of waters drying up. Wir verbinden sie durch dieses Konzept, dass die Wasser wegtrocknen oder versiegen.
So when you use this principle, you can see how you can go from verse to verse and glean more truth. Also wenn man dieses Prinzip jetzt anwendet, dann sieht man, wie man Vers für Vers durcharbeiten kann und dieses anwenden kann. And we're going to find that in the name of these three names that we're going to talk about in a moment, Und wir werden gleich sehen in einem Moment, wenn wir diese drei Namen uns anschauen, that indeed it's going to direct us back to this first day of the first month. dass es uns zu diesem ersten Tag des ersten Monats bringt. And in our history, this is 9/11. Und in unserer Zeitlinie ist dies der 11. September. And in the Millerite history, this is the 19th of April, 1844. Und in der Zeit der Milleriten war dies der 19. April 1844. You already know in Millerite history, this was the beginning of the tarrying time. Ihr kennt bereits die Milleriten-Zeit schon. Das, wie ihr wisst, ist das der Beginn der Zeit des Verzugs. There was an argument or a struggle or a fight between the Protestants and the Millerites. Da gab es ein Argument oder eine Debatte zwischen den Milleriten und den Protestanten. And you saw that a testing process was beginning on the Millerites. Und wir sehen, dass ein ein Prüfungsprozess für die Milleriten anfing. So if you look at the definition of the name Rephidim, Also wenn wir jetzt die Bedeutung des Namens Rephidim uns anschauen, it means a resting place. dann bedeutet es einen Ruheplatz. So we understand that a resting place is a place to tarry or wait. Und wir verstehen, dass ein Ruheplatz ein Platz ist, an dem man warten kann oder verzögern kann. So you can see that this passage is talking about the tarrying time, first day of the first month. Also wir sehen hier, dass dieser Vers über die Verzögerungszeit spricht, wie am ersten Tag des ersten Monats. And the word Massa Und das Wort Massa means a testing place. bedeutet ein Platz des Testes oder der Prüfung. It can also mean a place of trial or a place of temptation. Es kann auch ein Platz der Herausforderung oder der Versuchung bedeuten. And this testing is in the thought of a court case or a judicial case. Court case? When you go to court. Okay. Und dieses, das ist damit gemeint, dass man zum Beispiel, wenn man Gericht geht, dieser Test oder So you can Prüfung. see this idea of this testing is that God is testing his people. Also wir sehen hier, dass Gott sein Volk prüft. And Meribah Und Meribah means to have a quarrel or a fight. bedeutet, dass man einen Streit hat. There's a controversy, there's a debate. Da geht eine Debatte vonstatten, da ist ein Kampf. And from our understanding that we've developed this week, you can see that all of those three elements fit into the first day of the first month. Und von dem Verständnis, das wir diese Woche erhalten haben, wissen wir, dass wir all diese drei Bedeutungen an dieses Datum setzen können oder an diesem Platz, den ersten Tag des ersten Monats. Now, 40 years later, Also 40 Jahre später nun God tests his people again. prüft Gott sein Volk wieder. Now, this is in a totally different place, Also es ist jetzt an einem komplett anderen Ort, but you'll see the same name is brought forth. aber hier werden die gleichen Namen wieder benutzt. So if we won't read this, but if you can mark down Numbers chapter 20, Also wir werden das jetzt nicht lesen, aber ihr könnt das selber nachlesen und aufschreiben, und zwar im 4. Buch Mose 20. we will read Numbers 20. We'll go to Numbers 20. Okay, wir lesen es doch, also lasst uns zum 4. Buch Mose, Kapitel 20 gehen, Beginning from verse 1. Anfang von Vers 1. Then came the children of Israel, leaving the whole congregation into the desert of Zin in the first month. And the people abode in Kadesh, and Miriam died there and was buried there. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Zin im ersten Monat, und das Volk blieb in Kadesh, und Miriam starb dort und wurde dort begraben. We've already read this passage before Wir haben diesen Vers schon einmal gelesen, because we saw that in the first month that Miriam died. denn wir haben gesehen, dass Miriam im ersten Monat stirbt. So we're marking here, this is the first month. Also markieren wir das jetzt hier als den ersten Monat. And verse 2 says, And there was no water for the congregation, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron. Und Vers 2 sagt, und die Gemeinde hatte kein Wasser, darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. This is the water of Meribah, because the children of Israel strove with the Lord, and he was sanctified in them. Und das Volk haderte mit Mose, und Mose sprach, ach, wenn ihr doch aus, is it verse 3?
That was verse 2. Mhm. And, verse 13. Okay, Vers Sorry. 13. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. And verse 24. Und im Vers 24. Aaron shall be gathered unto his people, for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against my word at the water of Meribah. Aaron soll zu seinem Volk versammelt werden, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israels gegeben habe, weil ihr meinen Befehl ungehorsam gewesen seid beim Haderwasser. So you're familiar with the background of this story. This is when they're asking for water just on the borders of Canaan. Also das ist jetzt hier, wo sie an den Grenzen zu Kanaan nach Wasser fragen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. And Moses in his anger strikes the rock instead of speaking to it. Und Mose in seinem Zorn schlägt den Stein, anstatt mit ihm zu sprechen. And you see here again that this is called the waters of Meribah. Und ihr seht auch hier wiederum, dass die Wasser von Meribah genannt werden. And it says in verse 13, Und im Vers 13 sagt es uns, it's called Meribah because the children of Israel strove with the Lord. und da heißt es ist Haderwasser, weil wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten. And in verse 24 it says it's because they rebelled against the word. Und im Vers 24 wird uns gesagt, weil sie gegen das Wort rebelliert haben. So you can see this name brought out. Also wir sehen jetzt, dass dieser Name hier deutlich herausgehoben wird, That in the first month there's this striving with the Lord. dass im ersten Monat dieses Hadern mit dem Herrn ist. We could read in Deuteronomy 32 Also wir können im 5. Buch Mose, Kapitel 32 lesen, from verses 48 to 51. Verse, We won't read okay, it. Verse 48 bis 50. Wir Das- werden es nicht lesen, The same story. ist die gleiche Geschichte. And also in Psalms 81 verse 7 Auch im Psalm Kapitel 81, Vers 7 and Psalm 106 verse 32. und Psalm 106, Verse 32. We see the same story brought to view. Da sehen wir die gleiche Geschichte, wird hervorgerufen, aufgebracht. And in the book of Psalms it says that God was testing them at the waters of Meribah. Und im Buch Psalm wird geschrieben, dass Gott das Volk an diesen Wassern von Meribah geprüft hat. And in Psalms 106 it says these are the waters of strife or argument. Und im Psalm 106 wird uns gesagt, dass dies die Wasser der Prüfung sind oder des Argumentes. So we want to read from Spirit of Prophecy. Und wir wollen jetzt im Geist der Weissagung lesen, This is from the Signs of the Times, September 30, 1880. von Sign of the Times, 30. September 1880. And Ellen White's going to comment on this story. Und Ellen White kommentiert da diese Geschichte. After 40 years wandering in the wilderness, the children of Israel encamped at Kadesh in the desert of Zin, and Miriam died and was buried there. The living stream which flowed from the smitten rock in Horeb, if we just stop Okay. there, Nach 40 Jahren Wüstenwanderung lagerten die Kinder Israels in Kadesh in der Wüste Zin. Miriam starb und wurde dort begraben. Der Lebensstrom, der von geschlagenem Felsen am Horeb floss, so this word Horeb also das Wort Horeb jetzt, is the same place as Rephidim. ist der gleiche Ort wie Rephidim. So when Moses struck the rock at Rephidim and they received this water, Also als Mose diesen Stein schlug an dem Ort Rephidim, the second part again? when Moses struck? struck the rock at Rephidim at the beginning of their journey, this is the same place as Horeb. Also dies ist der gleiche Platz wie jetzt hier Horeb. And the stream that was produced from that rock Und das Wasser, das aus dem Stein herauskam und diesen Fluss bildete, we're going to read that stream followed them all the way for 40 years. werden wir hier gleich lesen, dass dieses Bächlein, dieser Fluss, ihnen 40 Jahre lang folgte. So we'll carry on reading. I'm just going to backtrack to the beginning of the sentence. Okay. The living stream which flowed from the smitten rock in Horeb had followed them in all their journeyings. But just before the Hebrew host reached Kadesh, the Lord caused the waters to cease. Der Lebensstrom, der von dem geschlagenen Felsen am Horeb floss, folgte ihnen während ihrer Reise. Aber
kurz bevor das hebräische Heer Kadesh erreichte, machte es der Herr, dass das Wasser aufhörte zu fließen. It was his purpose, again, to test his people. He would prove whether they would humbly trust his providence or imitate their fathers' unbelief and murmuring. Wiederum war es seine Absicht, das Volk zu prüfen. Er wollte sie testen, ob sie demütig seiner Vorsehung vertrauen würden oder denselben Unglauben und das Murren ihrer Väter zeigen würden. So we can see at 9/11 Also wir können sehen, dass am 11. September, where the Lord is beginning to test his people wo der Herr anfängt, sein Volk zu testen oder prüfen, to see if we're going to imitate our forefathers, wird es aufzeigen, ob wir unsere Väter wieder so sein werden wie unsere Väter. this is the point in time where we're supposed to rest. Das ist der Punkt in der Zeit, wo wir ruhen sollen. And you see in this time period of this testing that there's an argument that occurs in the church. Und wir sehen, dass in dieser Zeitperiode des Ruhens ein Argument, eine Debatte in der Gemeinde hervorkommt. We want to turn now to Exodus chapter 40. Jetzt wollen wir zum zweiten Buch Mose, Kapitel 40 gehen. This is talking about the construction of the tabernacle. Hier handelt es um den Aufbau der Stiftshütte. We'll begin from verse 1. Wir fangen mit dem Vers 1 an. So in Exodus chapter 40, verse 1. Zweites Buch Mose, Kapitel 40, Vers 1. And the Lord spake to Moses, saying, On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation. Und der Herr redete mit Mose und sprach, am ersten Tag des ersten Monats sollst du die Wohnungen, die Stiftshütte aufrichten. Go to verse 16. Vers 16 jetzt. Thus did Moses according to all that the Lord commanded him, so did he. Und Mose tat alles, wie es ihm der Herr geboten hatte, genau so machte er es. And it came to pass in the first month, in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up. Und es geschah im zweiten Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. So we can see on the first day of the first month Also wir können jetzt sehen, dass am ersten Tag des ersten Monats, that the tabernacle is erected. dass die Stiftshütte aufgerichtet wird. So we know the first day of the first month is 9/11 and April the 19th, 1844. Und wir wissen jetzt, dass der erste Tag des ersten Monats, der 11. September, aber auch der 19. April 1844 ist. And we also know that the temple or the tabernacle is a physical or earthly representation of God's people. Und wir wissen aber auch, dass der Tempel oder die Stiftshütte auf der Erde das Volk Gottes repräsentiert. So we understand at 9/11 God enters into covenant with a new group of people. Also verstehen wir, dass am 11. September Gott einen neuen Bund mit einer Gruppe von Leuten eingeht. And this verse is saying that on that day this group of people, this tabernacle is erected. Und der Vers sagt uns, dass dieser Tempel oder diese Gruppe von Leuten an diesem Tag aufgerichtet wird. We'll go to verse 33. In Vers 33. And he reared up the court round about the tabernacle and the altar and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnungen und um den Altar und hängte den Vorhang für den Eingang des Vorhofs auf. So vollendete Mose das Werk. So these verses are teaching that on the first day of the first month, the tabernacle is erected and all the work is finished. Also diese Verse lehren uns, dass am ersten Tag des ersten Monats die Stiftshütte aufgerichtet wird und das ganze Werk vollendet wird. We're going to read in a moment some other passages that talk about a process of cleansing of the temple. Wir werden gleich ein paar Verse lesen, worum es geht, dass der Tempel gereinigt wird. So we want to understand these two concepts, that the temple is built and erected at 9/11, but there's also a process of cleansing that goes on. Also wir wollen verstehen, dass am 11. September der Tempel errichtet wird oder die Stiftshütte errichtet wird, aber auch, dass eine Reinigung vonstatten geht. Verse 34. Vers 34. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.
So we're going to read in a moment about this cloud, but it says there's a cloud that covers the temple, Also wir wollen hier gleich über diese Wolke reden, aber hier heißt es, dass diese Wolke die Stiftshütte bedeckt. and when this happens, the glory of the Lord fills the tabernacle. Und wenn dies geschieht, dann tut die Herrlichkeit des Herrn die Stiftshütte füllen. Now we understand that the glory of the Lord is his character or his person, Und wir wissen, dass die Herrlichkeit des Herrn sein Charakter, seine Person ist. and we understand that this tabernacle is a figure or a representation of God's people. Und wir verstehen, dass diese Stiftshütte ein Symbol für das Volk Gottes ist. So it's teaching us that God's glory is filling his people. So es lehrt uns, dass Gottes Herrlichkeit sein Volk erfüllen wird. So here we see he's choosing a new people because there's this tabernacle that has just been erected at this moment in time. Also sehen wir hier, dass er eine neue Gruppe von Menschen auserwählt, die gerade da, second part again? So we see that the glory of the Lord Also wir sehen, dass die Herrlichkeit des Herrn is filling this tabernacle, dass die Stiftshütte erfüllt. and we see the tabernacle is a representation of God's people. Und wir sehen, dass die Stiftshütte das Volk Gottes repräsentiert. So in the final generation, God is filling his people with his glory. So in der letzten Generation füllt Gott sein Volk mit seiner Herrlichkeit. It's already been demonstrated to you Es wurde euch schon aufgezeigt. in the various representation of leaders and kings. Das sind verschiedenen Vorträgen über die Leiter und Könige. We've mentioned Miriam. Wir haben schon Miriam erwähnt. King Saul has been mentioned to you. King Saul wurde erwähnt. King Josiah, König Josia. King Jehoahaz, König Joachas. the priest Zacharias. Der Priester Zacharia. So a number of the leaders of the church Entschuldigung, der Priester Zacharia. have, Und also die Leiter der Gemeinde. you can see that they come to their demise or they come to their end at this moment in history. Dass sie zu ihrem Ende an diesem Punkt der Geschichte kommen. So we know that the leadership has been bypassed at 9/11, Also wir wissen, dass am 11. September über die Leiterschaft, also an ihn vorübergegangen wurde oder übergangen wurde. in the time of Christ. John the Baptist had already recognized this, Und wir sehen es auch bei der Taufe, in Jesu Taufe zu seiner Zeit. so he declares that fact at the baptism of Christ. Und er erklärt diese Tatsache, danke. Ja. Shortly afterwards, you can see in Matthew chapter 10 verse 6 Und kurz daraus sehen wir in Matthäus Kapitel 10, Vers 6, that Jesus is selecting his disciples to go to the lost sheep of the house of Israel. dass Jesus seine Jünger erwählt, um zu dem verlorenen Haus Israel zu gehen. So you can see he's selected his disciples now to replace the work of the leadership of the church. Also sehen wir jetzt, dass er seine Jünger erwählt, um zu dem Haus, pardon me? Um das Werk der Gemeinde zu tun, anstatt dass die Leiter es tun. Now, we need to understand a principle Also wir müssen hier ein Prinzip verstehen. that when we read these literal stories Wenn wir diese wörtlichen Geschichten lesen and we make prophetic application, und wir prophetische Anwendung vollziehen, that we're not trying to identify that these literal men dass wir nicht versuchen, diese wörtlichen Menschen were good or bad men. als gut oder schlecht zu identifizieren. So we're not suggesting that Saul was a wicked man representing a bad leadership at the end of the world. Also wir möchten nicht sagen, dass dadurch, dass Saul ein böser Mensch war, dass die Leiterschaft am Ende der Welt böse ist. And we're not suggesting that Caiaphas was a wicked man representing a wicked leadership at the end of the world. Und wir schlagen auch nicht vor, dass Kaiphas ein böser Mann war, somit auch die Leiterschaft der 7-Tags-Adventisten am Ende der Welt böse ist. So the two examples I've just given, they perhaps were bad men, literally, Die zwei Beispiele, die ich jetzt gegeben habe, wenn es auch sein mag, dass sie wirklich wörtlich böse Menschen waren, but we have already discussed the history of Josiah, and we know that he was a good king. aber wir haben schon in der Geschichte von Josia besprochen, dass er ein guter König war.
So when we talk about Moses in a moment, Also wenn wir jetzt hier über Mose reden, we know that Moses was a good man. wissen wir, dass Mose ein guter Mensch war. And yet prophetically, Aber dennoch prophetisch gesehen we're going to see that he cannot participate in the work of God at the end of the world. können wir sehen, dass er nicht an der Arbeit teilhaben kann am Ende der Zeit. So when the glory of the Lord fills the tabernacle, Also wenn jetzt die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllt, verse 35 says, sagt uns Vers 35, and Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode thereon and the glory of the Lord filled the tabernacle. und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnungen erfüllte. So you can see that in this work of the tabernacle being filled with the glory of God, Wir können jetzt sehen, mit dieser Arbeit die Herrlichkeit Gottes, die Stiftshütte zu erfüllen, that Moses can't participate in that work. dass Mose keinen Anteil an dieser Arbeit haben kann. So when we take that literal story and apply it prophetically at the end of the world, Wenn wir jetzt diese buchstäbliche Geschichte nehmen und sie am Ende der Zeit anwenden wollen, when God's people are erected at 9/11, dann, wenn Gottes Volk am 11. September aufgerichtet wird, the leadership of the church dann ist die Leiterschaft der Gemeinde, cannot be part of that work. kann keinen Teil dieser Arbeit haben. Verse 35 teaches us that. Das lehrt uns der Vers 35. Verse 36, and when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys. But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up. Also Vers 36, so oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderung. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. So we see here the beginning of an understanding Also wir haben hier auch einen Anfang einer Erkenntnis, that when the cloud abodes or rests on the temple, dass wenn die Wolke auf dem Heiligtum bleibt oder sich ausbreitet, that they're not supposed to move. dass sie sich nicht bewegen oder herumreißen sollten. They need to tarry. Sie sollten verzögern. And when the cloud is raised up, then they can move on in their journey. Und sobald die Wolke sich dann erhob, konnten sie weiter wandern. In Numbers chapter 9, Und im 4. Buch Mose, Kapitel 9, from verses 15 to 23, Verse 15 bis 15 to 23, 15 bis die Verse 15 bis 23. this truth is explained in a lot of detail. Da wird diese Wahrheit sehr detailliert wiedergegeben. We're just going to read from verse 22. Wir werden nur vom Vers 22 anlesen. Go Or ahead. whether it were 2 days or a month or a year that the cloud tarried upon the tabernacle, remaining thereon, the children of Israel abode in their tents and journeyed not, but when it was taken up, they journeyed. Oder wenn die Wolke 2 Tage oder 1 Monat oder längere Zeit auf der Wohnung verweilte und auf ihr ruhte, so lagerten sich die Kinder Israels und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, dann brachen sie auf. So we're clearly told that when the cloud tarries, the people are to remain in their tents. Also wir lesen hier ganz klar und deutlich, dass wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, dann sollten die Kinder Israels in ihren Zelten verweilen. Now, when we make a prophetic application of this, Also wenn wir jetzt eine prophetische Anwendung, die Prophetie hier anwenden, we're being very clear that this is talking about not going out to do a work in the world. dann sehen wir ganz deutlich, dass wir nicht, dass keine Arbeit in der Welt verzogen werden soll. Each of us need to understand this and be convicted of this for ourselves. Jeder von uns muss dies verstehen und selber überzeugt werden. Spiritual things need to be understood spiritually. Geistliche Dinge müssen auch geistlich verstanden werden. So when we understand this tarrying or remaining in our tents, Also wenn wir jetzt dieses Verzögern, dieses Warten und in unseren Zelten abwarten, verstehen wollen, we understand this to mean to not go out into the world and mix with the world. dann verstehen wir darunter, dass wir nicht in die Welt gehen sollen und uns mit ihnen mischen sollen. But in a very specific way. Und in einer sehr speziellen Art und Weise. So we understand this to be not doing any kind of form of evangelism. Also das klar gesagt, dann verstehen wir, dass wir
keine öffentlichen Evangelisationen abhalten sollten. And verse 23 says, at the command of the Lord they rested in their tents, and at the command of the Lord they journeyed. They kept the charge of the Lord at the commandment of the Lord by the hand of Moses. Vers 23. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisung des Herrn, gemäß dem Befehl des Herrn durch Mose. So we've spoken about the tabernacle being erected in a day. Wir haben jetzt hier drüber geredet, dass die Stiftshütte in einem Tag erstellt wurde. We just want to look now at the cleansing of the temple being a process of time. Und jetzt wollen wir uns anschauen, dass die Reinigung des Tempels eine Zeitperiode ist. So we're going to go to 2 Chronicles 29. Also gehen wir jetzt zum 2. Chroniker, Kapitel 29. This passage has already been referred to a number of times. Diese Passage wurde schon einige Male erwähnt. Read from verse 1. Vom Vers 1 an. Hezekiah began to reign when he was 25 years old, and he reigned 29 years in Jerusalem. Hesekiah war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Verse 3. He in the first year of his reign, in the first month, opened the doors of the house of the Lord and repaired them, and he brought in the priests and the Levites and gathered them together into the east street. And he said unto them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the Lord your God. Sanctify the house of the Lord God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place. Vers 3. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Reinigung öffnete er die Türen am Hause des Herrn und besserte sie aus. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen Osten. Und er sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus. So we're going to see here a story of the cleansing of the temple. Also wir sehen hier eine Geschichte über die Reinigung des Tempels. And we're going to see the work of the priests and the Levites. Und wir sehen hier auch die Arbeit der Leviten und der Priester. And we're going to draw some truths from both of these points. Und wir wollen aus diesen beiden Geschichten dann uns Wahrheiten herausziehen. Verse 11. Vers 11. My sons, be not now negligent, for the Lord hath chosen you to stand before him to serve him. Verse 12. Then the Levites arose. Nun, meine Söhne, seid nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt, damit ihr vor ihm steht und ihm dient. Da machten sich die Leviten auf. Verse 15. And they gathered their brethren and sanctified themselves, and came according to the commandment of the king by the words of the Lord to cleanse the house of the Lord. Vers 15. Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Und sie gingen nach dem Gebot des Königs entsprechenden Worten des Herrn hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen. Verse 16, and the priest went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the Lord into the court. So gingen die Priester Vers 16, so gingen die Priester hinein in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine, das in der Tempelhalle des Herrn gefunden wurde, hinaus, in den Vorhof. And the Levites took it to carry it out abroad into the brook Kidron. Und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus zum Tal Kidron. Now they began, verse 17, now they began on the first day of the first month to sanctify, and on the 8th day of the month came they to the porch of the Lord. So they sanctified the house of the Lord in 8 days, and in the 16th day of the first month they made an end. Vers 17. Und zwar begannen sie mit der Heiligung am ersten Tag des ersten Monats, und am 8. Tag desselben Monats kamen sie in der Halle des Herrn, und sie heiligten das Haus des Herrn 8 Tage lang, und am 16. Tag des ersten Monats wurden sie fertig. So we just want to sketch this out. Und jetzt wollen wir das hier aufzeichnen. It talks about the house of the Lord. Wir sprechen hier über das, oder spricht hier über das Haus Gottes. So the house of the Lord is the tabernacle or the temple with all of its precincts around it. Also das Haus Gottes ist der Tempel mit all seinem Inhalt. And I think I've already I don't know if I've mentioned this before, but there's a porch at the front of the temple. Und da gibt es einen Balkon vor dem Haus Gottes. And then this is the courtyard around it. Und dann ist es hier der Vorhof drumherum.
it says they take 8 days to clean this part of the house of the Lord. Und es wird uns gesagt, dass es 8 Tage dauert, um das Haus Gottes zu reinigen. It says by the 8th day they get to the porch. Und es wird gesagt, dass am 8. Tag sie zu diesem Balkon kam. It says the priests clean this temple. Und es sagt es, uns, dass die Priester diesen Tempel reinigten. It doesn't directly say it, but you'd imagine they'd go from the most holy place through the holy place to the porch. Es wird uns jetzt nicht gesagt, aber es ist eigentlich recht eindeutig, dass sie im Allerheiligsten anfangen, dann zum Heiligen gehen und dann auf den Balkon. And they take everything that's defiling this temple and bring it out into the courtyard. Und sie nehmen alles, was diesen Tempel beschmutzt und bringen es raus in den Vorhof. Only the priests are allowed in the temple, Nur die Priester waren im Tempel erlaubt, but we see that the Levites aber wir sehen, dass die Leviten are doing the work, auch eine Arbeit verrichten. and they're taking all this filthiness out of the courtyard and taking it into the brook Kidron, which is in the valley. Und wir sehen, dass die Leviten all diesen Schmutz nehmen und sie aus dem Vorhof herausschaffen zu diesem Tal Kidron. And once the tabernacle is clean and they've arrived at the porch, Und sobald das Heiligtum gereicht wurde und sie auf diesem Balkon sind, we see that it then takes another 8 days dann sehen wir, dass es nochmal 8 Tage dauert, to clean the courtyard. um den Vorhof zu reinigen. So we can see here 8 days to clean the temple and 8 days to clean the court. Also wir können jetzt sagen, können hier sehen, dass es 8 Tage braucht, den Tempel zu reinigen und 8 Tage den Vorhof. And we understand that it took a total of 16 days Und wir verstehen, dass es im Ganzen gesehen 16 Tage dauert, um den Tempel zu reinigen. They began on the first day of the first month, Sie begann am 1. Tag des 1. Monats and they ended on the 16th day of the first month. und sie endeten am 16. Tag des 1. Monats. And this was the temple, Und dies war der Tempel and this was the court. und dies war der Vorhof. So you've seen all this imagery before, Also ihr habt das hier schon mal vorher gesehen. and only the priests are allowed to work here. Nur die Priester wurden erlaubt, hier zu arbeiten. And here we see that the Levites are brought to view. Und hier sehen wir die Leviten die Bühne betreten. So this is what this story is teaching us. Das ist, was uns die Geschichte aufzeigt, lehrt. So we can see 2 Chronicles 29 Also wir können jetzt sehen, dass 2. Chroniker Kapitel 29, is talking about a purification process of the temple. dass es um einen Reinigungsprozess des Tempels handelt. Now we know Und wir wissen, that the 16th day of the first month dass der 16. Tag des 1. Monats, is the day of first fruits. dass es der Tag der Erstlingsfrucht ist. This is when the first fruit are offered to the Lord. Das wäre, wo die Erstlingsgabe dem Herrn dargebracht This is wurde. the day that Christ was resurrected, Das ist auch der Tag, an dem Jesus wieder auferstand. and we want to understand this to be the Sunday law. Und wir wollen auch das als das Sonntagsgesetz sehen, also verstehen wir. When the first fruit of Adventism is ready, Wenn die Erstlingsfrucht von dem Adventismus fertig ist oder reif ist and as those first fruits were raised up to the Lord, und diese Erstlingsgabe wurde dem Herrn, sie wurden hochgehoben und dem Herrn dargebracht, before the harvest would begin, zuvor die Ernte begann. we can see that the first fruits of Adventism are marked here. Wir sehen, dass die Erstlingsfrucht der Adventisten hier markiert ist, Before the great harvest of the world has begun. bevor die Ernte der Welt, die große Ernte der Welt passiert oder anfängt. Now, even though this is the first day of the first month, Auch wenn es jetzt hier der erste Tag des 1. Monats ist the 8th day and the 16th day, und der 8. Tag und der 16. Tag, remember, we're only using these as figures or symbols. erinnert euch, wir benutzen diese Daten als Symbole. So we could we could lay over this other figures or other symbols. Wir können über diese Symbole andere Symbole legen. Yeah? So if this was the 16th day, Also wenn das hier der 16. Tag ist, we could say that this was the 15th day, dann können wir sagen, dass dies der 15. Tag ist. and we could say that this was the 14th day. Und wir können sagen, das ist der 14. Tag. So even though this is the first day of the first month,
Also wenn das hier jetzt auch der erste Tag des ersten Monats ist, and this is 9/11, welcher 11. September ist, we could also apply different symbology, dann können wir auch verschiedene Symbole hier anwenden. and we could take this history Und wir können diese Geschichte nehmen and apply it as 3 days. und sie als 3 Tage darstellen. And we know that the 14th day of the first month Und wir wissen, dass am 14. Tag des ersten Monats is Passover. das Passafest ist. So we could see that 9/11 Also wir sehen, dass am 11. September can also be typified by the Passover. auch durch das Passafest symbolisiert werden kann. It's already been mentioned to us Es wurde schon erwähnt, that there are 2 Passovers. dass es 2 Passafeste gibt. There's the Passover on the 14th day of the first month, Dass es das Passafest am 14. Tag des ersten Monats gibt. and if you're not able to keep that Passover, Und wenn man nicht dieses Passafest einhalten kann, then there's a second Passover that's available to you. dann gibt es ein zweites Passafest, das man halten kann. Now in this story, Also in dieser Geschichte, you know that they began on the first of the first month, dann wissen wir, dass es am ersten Tag des ersten Monats sie anfing and they're 2 days late in their cleaning process. und sie sind 2 Tage zu spät oder dauert zu lang, dieser Reinigungsprozess. So yesterday when my brother read to you chapter 30 of this book, Also gestern hat mein Bruder das Kapitel 30 von diesem gleichen Buch zu euch gelesen you can begin to see why that story is important, und wir können anfangen zu sehen, warum diese Geschichte so wichtig ist. because in this timeline the 14th would have been about here and they've already missed the date. Denn in dieser Zeitlinie wäre der 14. wär ungefähr hier gewesen und sie hätten einen Tag verpasst. So Hezekiah realizes this and seeks for counsel in order to know what to do. Und Hiskia erkennt dies und versucht jetzt Rat zu bekommen, was er tun soll. And the point of the story that we want to understand, Und den Punkt aus der Geschichte, den wir verstehen wollen, that he wants to call all of Israel together, ist, dass er ganz Israel versammeln möchte. and he wants to ask those people from the 10 tribes to come and join them. Und er möchte auch die Menschen der 10 Stämme anfragen und sie einladen, dass sie dazukommen. So you know in that story that they live many miles away, Und wir wissen von dieser Geschichte, dass sie viele Kilometer weit weg wohnen and they will be coming on a long journey. und dass dies eine lange Reise ist. So it got read to you from Numbers chapter 9, Und es wurde schon vorgelesen, dass im 4. Buch Mose Kapitel 9 the 2 reasons why you are allowed to be late for the Passover. dass die 2 Gründe, die man haben kann, warum man das Passafest nicht einhalten kann, If you've touched a dead body or if you've been on a long journey. ist, wenn man einen toten Menschen, also eine Leiche angefasst hat oder man auf einer langen Reise sich befindet. So you can see in this story here Also können wir in dieser Geschichte hier sehen, that because they're late, they're allowed to have a second Passover, dass weil sie zu spät kommen oder zu spät es ist, dass ihnen erlaubt ist, ein zweites Passafest zu halten. and the primary purpose for this Passover is to bring all the 12 tribes together in the mind of Hezekiah. Und der Hauptgrund für dieses zweite Passafest ist, um die 10 Stämme mit einzubringen, also dass sie auch kommen können. And it's already been demonstrated who those 10 tribes represent at the end of the world. Und es wurde schon demonstriert, wer die 10 Stämme am Ende der Welt sind. So when it was mentioned yesterday that the second Passover is here, Als es gestern erwähnt wurde, dass das zweite Passafest hier ist, obviously in this story we realize that it's a number of days away. dann in dieser Geschichte sehen wir, dass es demnach weiter hier unten ist. But we want to understand that that Passover would be brought here prophetically. Aber wir wollen verstehen, dass prophetisch gesehen dieses zweite Passafest hier markiert wird. And you've seen that I've marked the first Passover as being here. Und ihr habt gesehen, dass ich das erste Passafest hier markiert habe. And we could take another line of prophetic history Und wir können jetzt noch eine prophetische Zeitlinie nehmen oder Geschichte. and we could lay it over here to demonstrate this. Und wir können sie hier drüber legen und dass wir dies hier demonstrieren können oder Because prüfen können. we could show that 9/11 at this point here Denn wir können sehen, dass am 11. September in the story of Christ, in der Geschichte Jesu, this is
the crisis that happens at Galilee. dass dies die Krise passiert, die in Galiläa Ellen White vonstatten refers geht. to this crisis in Galilee as a turning point. Und Ellen White beschreibt diese Krise in Galiläa als ein Wendepunkt. And we know the reason for that crisis that occurred there. Und der Grund für diese Krise, die dort entstand, It was because Christ was challenging his disciples. weil Jesus seine Jünger herausforderte. And what was the challenge? Und was war die Herausforderung? It was to understand the difference between literal and symbolic, or literal and figurative. Es war das Thema über, ob man die Dinge geistlich oder wörtlich sieht. So when he says, eat my flesh and drink my blood, So als er nun sagte, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, this was a crisis of whether we should understand things literally or symbolically. dann war das eine Krise, ob man die Dinge geistlich oder wörtlich anwenden soll. And you know that the Last Supper, which occurs at the Passover, Und wir wissen, dass am letzten Abendmahl, was aufs Passafest zutrifft, is dealing with the same issue. dass es um dieses gleiche Thema handelt. And you know, at the end of the world, Und wir wissen am Ende der Welt, one of the controversies that's occurring in this movement dass eine dieser Kämpfe oder is whether we should apply things literally or symbolically. Kämpfe, die in dieser Bewegung aufkommen oder Argumente, die in dieser Bewegung aufkommen, ist über, ob man die Dinge geistlich oder wörtlich anwenden soll. Now, this is not the only issue about literal and symbolic, but one of the things that seems to be the preeminent thing that people talk about Also es sind jetzt nicht das einzigste, dieses Ding, worüber gesprochen wird, aber das Thema, wo die meisten Leute wohl drüber sich unterhalten, is that are the towers at 9/11 literal or symbolic? dass die Türme am 11. September wörtlich sind. When they're brought to view in the scriptures, Wörtlich oder symbolisch angewendet when they're werden, brought to view in the scriptures. wenn wir sie in der Schrift finden. So you can see we have a legitimate argument to bring this first Passover here. Also wir haben hier ein wörtliches Argument, um das erste Passafest hier zu markieren. So this is the first Passover for Adventists, Also dies ist das erste Passafest für die Adventisten and this is the second Passover und dies ist das zweite Passafest for the world. für die Welt. If we turn to Luke chapter 11, Also wenn wir jetzt nach Lukas Kapitel 11 gehen, there's an interesting parable that's spoken of there. da ist ein interessantes Gleichnis, ist dort niedergeschrieben. Which you've read many times before, I'm sure. Was wir bestimmt schon oft gelesen haben. But now we've spoken about these long journeys, Aber jetzt wollen wir uns diese langen Reisen anschauen. and we've spoken about Ähm, the midnight cry, Also wir haben über diese lange Reise uns unterhalten, auch über den Mitternachtsruf. and we've spoken about the everlasting gospel being a three-step testing Und process. wir haben auch darüber geredet, dass das ewige Evangelium ein dreistufiger Test ist. When we read this parable, it makes a little bit more sense. Und wenn wir jetzt dieses Gleichnis lesen, dann macht es ein wenig mehr Sinn. So read from verse 5. Wenn wir von Vers 5 an lesen, And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves? und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ging zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir 3 Brote. So you see that there's the number 3 brought to view here. There's bread brought to view here. Also wir sehen hier, dass Brote 3, also die Zahl Nummer 3 erwähnt wird und auch Brote werden erwähnt. And this is at midnight. Und es ist um Mitternacht. So there's a friend who's coming to another friend. Also wir haben hier einen Freund, der zu einem anderen geht. And he's coming to him at midnight, and he's asking for 3 loaves of bread. Und er kommt zu ihm um Mitternacht und er fragt für 3 Brote. And verse 6 is going to tell you why he's coming. Und der Vers 6 erzählt uns, warum er kommt. For, or because, a friend of mine, Denn mein Freund ist von einer Reise zu mir gekommen in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. So, there are 2 friends.
Also wir haben hier zwei Freunde. One of them is in his home at midnight, Also einer ist in seinem Haus um Mitternacht and his friend comes to him, and he comes saying, "Can you give me 3 loaves of bread?" und jetzt kommt sein Freund und fragt ihn, kannst du mir 3 Brote geben? And the reason he wants this bread is for someone who's been on a journey. Und der Grund, warum er dies erfragt, ist, weil jemand auf der langen Reise ist. And he's coming because he has got no bread to give himself. Und er kommt, weil er selber kein Brot hat, um diesem Mann, der auf der Reise ist, zu geben. Verse 7, "And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee." Und jener würde von ihnen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Türe ist verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. So you see that this person at midnight was in bed with his family. Also wir sehen hier, dass diese Person um Mitternacht im Bett ist mit den Kindern und der Familie. And he's having an argument with his friends saying, "Why are you disturbing me? I'm not going to give you anything." Und er hat argumentiert mit seinem Freund, warum er dies fragt, ich kann dir nichts geben. Then in verse 8 it says, "I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend." Im Vers 8, ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufsteht und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist. So you can see that this friend who's got no bread, who asks for something, Also wir sehen hier, dass dieser Freund, der kein Brot hat, aber dafür fragt oder dann nachfragt, the person who was asleep who has got these 3 loaves, he says, "I'm not going to help you because you're my friend." und dieser Mann, der schläft und sagt, ich werde dir nicht helfen, The verse goes on to say, "Yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed." so sagt es uns hier, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Now when you read the next verse, Wenn wir jetzt den nächsten Vers lesen, most Adventists would teach you that this is just a moral story. dann werden die meisten Adventisten sagen, ja, dies ist eine Geschichte, die uns etwas Moral beibringt. A moral story to say that if someone asks you for something and you don't want to help them, you need to help them anyway. Die uns beibringt, dass wenn uns jemand zu uns kommt und was von uns fordert oder fragt um Hilfe, dass wir ihnen helfen sollen, dass wir ihnen geben sollen. But here you can see this story is teaching us much more. Aber hier sehen wir, dass diese Geschichte uns viel mehr lehrt. You can see at midnight there's the wise and the foolish virgins. Wir sehen, dass um Mitternacht wir die Weisen und also die törichten und klugen Jungfrauen haben, The wise are rebuking the foolish virgins. dass die Weisen, die klugen Jungfrauen, die törichten You see zurechtweisen. that someone who's come on a long journey, Wir sehen hier jemanden, der von einer langen Reise kommt, who are these people from the 10 tribes, welche die Menschen von den 10 Stämmen waren, who are the world, die die Welt sind. want to eat something, 3 loaves of bread. Sie wollen etwas essen, nämlich 3 Laibe von Brot. And even though the wise virgin will not help the foolish virgin because he's in trouble, Und auch wenn die Weisen oder die klugen Jungfrauen den Törichten nicht helfen werden, obwohl sie Probleme haben, yet the wise virgin is prepared to help the person who came on a long journey. dennoch sind die klugen Jungfrauen bereit, denjenigen zu helfen, die von einer langen Reise kommen. So when my brother was speaking about the joining of the 2 sticks, Also als mein Bruder hier über das Verbinden dieser 2 Stöcke gesprochen hat and he began to join the 2 sticks here, und er anfing, diese 2 Stöcke hier miteinander zu verbinden, you can see how a short parable of 2 or 3 verses dann können wir sehen, dass ein kurzes Gleichnis von in diesen 2 bis 3 Versen confirms all the things that we've been speaking about. diese Dinge beweist, über die wir hier schon die ganze Zeit reden. The beauty of this message Die Schönheit dieser Botschaft is you don't have to just go to difficult portions of scripture, say like Isaiah or Jeremiah or Das- Ezekiel. dass man in der Bibel nicht zu komplizierten Schriftstellen gehen muss, wie in Jesaja, Jeremia oder Or Ezekiel. Hesekiel. This message you can find everywhere in scripture. Diese Botschaft kann man überall in der Bibel finden. There are some difficult passages Es gibt etwas schwierigere Schriftstellen and it explains those. und es erklärt diese.
But there are some familiar passages that you know of, Aber es gibt auch Texte, die wir schon kennen, like this one we've just read in Luke chapter 11. wie diese Schriftstellen, die wir gerade eben gelesen haben. And you can see when you begin to understand what God is really trying to teach us through these simple parables, Und wenn wir anfangen zu verstehen, was Gott uns durch diese einfachen Gleichnisse lehren möchte, how charming and beautiful the scriptures turn out to be. dann sehen wir, wie schön diese Schriften anfangen für uns zu werden. These are not just stories about helping people if you're in a grumpy mood. Geht nicht nur darum, Menschen zu helfen, wenn wir nicht so gut drauf sind. This is not just a story about someone who's selfish and says, "Oh, I better help him in case I get into trouble." Es geht nicht in der Geschichte nur darum, dass wir, auch wenn jemand, This is not just a story about someone who's grumpy or who doesn't really want to do something es geht hier nicht nur darum, dass jemand nicht wirklich was tun will und nicht so gut drauf ist and feels guilty or compelled to try and help their brother. und sich schuldig fühlt und seinem Bruder helfen muss jetzt. No, these stories are beautiful prophetic stories. Nein, dieses Gleichnisses oder diese Geschichten sind schöne prophetische Geschichten, oder die man anwenden kann. All being brought to view at the end of the world. Und alle werden am Ende der Welt angewandt werden. Just for each and every one of us. Für jeden Einzelnen von uns. Now, I am certain, Also ich bin mir sicher, I'm sure all my brothers would agree with me, und ich glaube, dass alle meine Brüder mit mir einig wären, there are still many more stories in the scriptures that we haven't understood. dass es noch viele Geschichten in der Bibel gibt, die wir noch nicht verstehen. And they're waiting to be discovered. Und sie nur darauf warten, dass sie entdeckt werden. And God is not just using one or two people to discover these stories. Und der Herr benutzt nicht nur ein oder zwei Personen, um diese Geschichten zu entdecken. He's waiting for you Er wartet auf dich, to open up the word um das Wort zu öffnen. and just use the few principles and tools that you've been taught. Und nur dass du diese wenigen und einfachen Werkzeuge, die dir jetzt gegeben wurden, dass du sie anwendest And to trust in the Lord und in den Herrn vertraust, that He'll open up the word to you individually. dass er jedem von euch dieses Wort eröffnet. And when He does, Und wenn er es tut, you know that the Lord is speaking to you as an individual person. dann weißt du, dass der Herr mit dir spricht. He wants each of us to experience those emotions and feelings. Er möchte jeden von uns, dass wir diese Emotionen und Gefühle erfahren. And then you know that you're walking with Him. Und dann weißt du, dass du mit ihm gehst. He doesn't want us to just be fed by people who have done a lot of studying, who are sharing information with you. Er möchte nicht, dass wir nur durch Menschen gefüttert werden, die schon viel studiert haben und es mit anderen Leuten teilen. I see the main purpose of these kind of discourses Und ich sehe den Hauptgrund dafür, dass wir solche Seminare hier durchführen, is to encourage each of you to study for yourselves, um jeden zu ermutigen, selber für sich zu studieren. not just to prove if what we're teaching is correct, Nicht nur, um zu prüfen, dass was wir hier schreiben auch richtig ist, but to encourage you. If the Lord can speak to men and He's shown them this information, He can speak to you. Sondern euch zu ermutigen, dass wenn der Herr es solchen Menschen gegeben hat, die hier vorne sprechen, aber auch, dass er es zu dir geben kann. The Lord is willing to use everybody, whether they have only 1 talent or 5 talents. Der Herr ist willig, jeden zu gebrauchen, egal ob sie nur ein Talent haben oder 5 Talente. But if you read the story of the talents and you read Ellen White's commentary on that, Aber wenn wir die Geschichte oder das Gleichnis der Talente lesen und Ellen Whites Kommentare dazu, you'll see the person who's in the most trouble is the one with the fewest number of talents. dann sehen wir, dass die Person, die am meisten Probleme hat, oder Schwierigkeiten hat, ist derjenige, der nur ein Talent hat, also wenig Talente hat. Because they're unprepared to use the limited talents that they have. Denn sie sind unfertig oder unprepared und sind nicht bereit, diese wenigen Talente, die sie haben, zu gebrauchen. So I want to encourage you as we close now, if you feel you've only got 1 talent, Also ich möchte nun euch ermutigen, dass wenn ihr denkt, ihr habt nur ein paar Talente,
is not to bury that talent, ist dieses Talent nicht zu begraben oder vergraben, is to go on your knees and speak with God, sondern auf die Knie zu gehen und mit Gott zu reden and with the few principles that you've learnt this week and you may have already known about, und mit diesen wenigen Prinzipien, die ihr hier beigebracht habt oder die ihr vielleicht schon kanntet, is to open the word and see what the Lord will teach you. um dieses Wort zu öffnen und zu sehen, was der Herr dir beibringt. Let's close with prayer. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness and mercy. wir danken dir für deine Gutmütigkeit und deine Gnade. Time and time again, Zeit für Zeit you've been forced to not use talented and educated men, wurdest du dazu gezwungen, Menschen zu benutzen, die nicht so talentiert sind. but you'd have to gone to the ordinary person, Und du zu den einfachen Menschen gehen musstest, the person with one talent, der Person mit einem Talent. and you have shown your glory through that person. Und du hast deine Herrlichkeit durch diese Person her gezeigt. As we see ourselves at the end of the world, Esme? as we understand who we are at the end of the world, Und wenn wir jetzt verstehen, wer wir hier am Ende der Welt sind, we see that you're using the lowest people. dann sehen wir, dass du die niedrigsten Menschen benutzt. After 6,000 years of sin, Nach 6000 Jahren der Sünde we see, Father, that we are weak and frail. sehen wir, dass wir gebrechlich sind. We're like the second temple that was built. Wir sind wie der zweite Tempel, der gebaut wurde. But you have promised, Father, that the glory of this temple will be greater than the first. Aber du, Herr, hast gesagt, dass die Herrlichkeit dieses Tempels herrlicher sein wird wie der erste. Father, this temple was erected at 9/11. Vater, dieser Tempel wurde am 11. September aufgerichtet. We know that you're in the process of cleaning and straightening it out. Wir wissen, dass du im Prozess bist, diesen Tempel zu reinigen und ihn wieder auszubessern. But you've given us the promise that your glory has filled us. Und du hast uns die Verheißung gegeben, dass deine Herrlichkeit uns erfüllt. May we take hold of that promise Mögen wir diese Verheißung annehmen and be willing to put away sin und willig sein, die Sünde beiseite zu legen. and be willing to take time Und willig zu sein, uns Zeit zu nehmen, to open your word, dein Wort zu öffnen, to commune with you, um mit dir zu kommunizieren, so that we might hear you speaking to us damit wir dich hören können, wie du mit uns redest. and know on a personal level Und auf einer persönlichen Ebene, that you're leading us. dass du uns leitest. Bless us, we pray in the name of Jesus. Amen. Segne uns, wenn wir dies bitten, in Jesu Namen. Amen.